Hallöchen, herzlich willkommen zu einem weiteren Song-Tutorial. Und heute spielen wir Desperado von den Eagles. Ich freue mich sehr auf diese Unplugged-Version mit Gitarre. Und wir schauen uns zwei Varianten an. Einmal eine Variante mit der Klaviermelodie hier als Solo-Gitarre gespielt und mit eher Gitarrenakkorden. Und dann am Ende zeige ich euch noch die Keyboard-Akkorde, die teilweise schwieriger sind, weil sie verschiedene Basstöne auch haben, sodass man wirklich ganz genau weiß, was hier gespielt wird. Und dieses Lied ist jetzt auf Nachfrage entstanden, weil ich ja jeden Tag seit jetzt fast 1,5 Monaten ein Lied für euch singe, wegen der Quarantänezeit. Und da kamen dann etliche E-Mails, ob ich den Song mitmachen könnte. Deswegen heute gehen wir komplett durch Desperado und schauen uns mal an, was hier los ist. Aber bevor es losgeht, gehen wir in den Chat hinein. Wir sind hier live. Hallo, ganz liebe Grüße an euch alle, die live dabei sind. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Das wäre natürlich super. Aha, sehr gut. Wunderbar, Bild und Ton okay. Herzlichen Dank, lieber Michael. Ich muss noch ein bisschen, heute ist irgendwie die Luft ein bisschen trocken. Nur ein bisschen Wasser trinken. Ein bisschen räuspern, hoffen wir mal, dass die Stimme auch, also ich werde jetzt nicht so groß singen, sondern es geht um die Gitarre. Also, ohne uns lange aufzuhalten, gehen wir gleich rein in diesen Klassiker. Und was gibt es hier als erstes zu beachten? Es ist ein Klavierstück und sowas auf der Gitarre zum Klingen zu bringen, da gibt es so ein paar Sachen, die ich mache, das möchte ich euch zeigen. Übrigens, ich spiele heute, da es diese Variante sowieso nicht gibt, also meine ganz eigene Variante. Und gleich vorneweg möchte ich euch gleich sagen, die Eagles sind mitunter, also nicht die Band an sich, sondern die Inhaber der Rechte sind sehr streng. Das heißt, kaum ist das Lied online, ist es dann auch meistens geblockt. Das heißt, heute ist es eine Glückssache, ob das Video, was ich heute für euch mache, zumindest hoffe ich im deutschsprachigen Raum bleibt. Denn das Lied, das ich vor einer Woche gesungen habe, das ist international nicht verfügbar. Ne? Ja, die Eagles sind da auf eigenen Wegen unterwegs und ein paar andere Bands auch noch. Aber das kann man nicht ändern. Wir versuchen es trotzdem. Also, gehen wir doch gleich mal rein. Ich habe hier zwei PDFs vorbereitet und die werde ich euch so hier einblenden. Hier könnt ihr mich noch sehen und hier unten mit der Gitarre. Ich denke, das sollte sehr, sehr gut passen, optisch. Und als erstes beginnt ein sehr schönes Klavierintro. So, jetzt, wenn du das alleine spielst, dann kannst du die Akkorde spielen. Und die Begleitung dann, die zeige ich dir gleich. Oder mit der Band, die Band spielt die Akkorde und du spielst diese Melodie drüber, die wir uns gleich angucken. Ich spiele das jetzt einfach mal, ich habe es hier schon mal die Akkorde eingespielt und vorgeloopt und das Ganze klingt dann so. Und dann geht's los. Desperado mit dem Gesang. Ja? Ich muss mal kurz hier nochmal reingucken, ob alles okay ist. Vom Pegel her. Okay, ja, sieht gut aus. Sie ist noch ein bisschen hoch, dass man mich gut hören kann. So. Ich spiele es nochmal, dann könnt ihr genau sehen, wir sind in diesem Fall hier in der, man könnte sagen, in der E-Moll-Pentatonik, aber eigentlich sind wir in G-Dur. Ne? Das ist auch unser Anfangsakkord, also G-Dur-Pentatonik. Ne? Ich vorzähle 1, 2, 3 und... Desperado, why don't you come
senses. You've been out riding fence. Aber jetzt gehen wir erstmal an das Intro und spielen die Akkorde. Wir lernen jetzt mal die Akkorde hier oben. Also ich habe die Akkorde so in einen Takt gepackt und hinten dran hast du dann so nochmal 3 Punkte. Das bedeutet, du kannst ja 1. Du musst dir so vorstellen, 1, 2 pro. Es ist langsam, also du spielst ja einen Akkord, es ist 4 Viertel lang. Du spielst aber 1, 2 und dann kommt schon der nächste Akkord. C, zweimal C-Moll. G, D mit Fis im Bass, einmal E-Moll 7, A7, zweimal und D7. So, also. Du spielst den Akkord im Takt, schön langsam, zweimal G. Ich zeige dir auch kleine Begleitung, dann so ein bisschen Fingerstyle-mäßig. Und dann hier, Achtung, hast du ein G7, das wäre dieser Akkord, aber mit D im Bass. Das bedeutet, du kannst ihn einfach nur so greifen mit einem Finger und von der D-Seite spielen. Okay, also. Zweimal G. G7 von der D-Seite zweimal. C-Dur zweimal. Eigentlich käme jetzt dieser Akkord hier in C-Moll 6, aber das zeige ich euch in der Klavierversion. Ich will es jetzt ein bisschen humaner, also für uns Gitarristen ein bisschen leichter halten. Machen wir ein C-Moll, klingt sehr schön. Dann ein G, ein D-Dur mit dem Fis im Bass. Man kann aber auch spielen. Einfach nur ein Übergang übers Fis, aber der D mit Fis im Bass klingt ja sehr schön. Also G, D mit Fis im Bass, E-Moll 7 zweimal, 1, 2, A7 zweimal und D7, 1, 2, 3, 4 Schläge aushalten. Also D7 hold heißt den Akkord spielen von der 4. Seite und bis 4 zählen. Und dann geht's los mit. Auf den D7 beginnt der Gesang. Desperado. Also ich habe versucht, die Akkorde genau dahin auf den Text zu legen. Und übrigens, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ne? Sowas macht schon, man kann es sagen, eine Heidenarbeit. Ne? Die Akkorde alle richtig zu platzieren, den Text. Das alles stimmt. Das muss man zigmal kontrollieren. Es gibt so viele Versionen da draußen. Da muss man eine Version finden, die auf der Gitarre spielbar ist. Ich zeige euch nachher die Klavierakkorde. Das ist um einiges heftiger und klingt auch anders, was der am Klavier spielt. Es war aufwendig, das zu recherchieren, was der am Klavier gemacht hat. Nur, dass ihr wisst, das ist eine Heidenarbeit, die hinter der Vorbereitung für so ein Live-Video steckt. So. Jetzt gehen wir in die Strophe. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one. I know that you got your reasons. The things that are pleasing you can hurt you somehow. You know the queen of diamond boys. Und dann geht's weiter mit. So, jetzt gleich was Interessantes natürlich. Ne? Wenn du dir das jetzt so anhörst. Das Lied fängt mit dem Refrain an. Ja, es ist eher selten, dass man das so macht. Das ist der Refrain. Das Lied fängt mit dem Refrain an. Und dann kommt eigentlich die Strophe. Aber die Strophe, die klingt für mich mehr wie eine Bridge. Also das ist nur für so höre ich das. Ne? So klingt das für mich. Es ist ein anderer Aufbau, mit dem Refrain anzufangen und dann eine Strophe zu singen. Aber die Strophen sind eigentlich, die klingen für mich wie eine Bridge, die immer sehr stark, oder zumindest eine halbe Strophe, eine Bridge, die sehr stark aufbaut in den Refrain dann hinein. Es ist eine interessante Art und Weise, sehr ohrwurmmäßig, was hier passiert ist. Und jetzt kommt die Schwierigkeit für uns Gitarristen ist, diese Begleitung, ne, die wir hier in der Strophe haben,
die ist halt klaviermäßig. Da ist nicht einfach, ich spiele ein Picking-Muster oder ich muss verstehen, dass in einem Takt als mal ein Akkord nur einmal gespielt wird, der nächste dreimal. Oder einmal, also zweimal der eine Akkord, zweimal der nächste. Dann dreimal der eine, einmal der nächste. Ja, und deswegen habe ich, dass du nicht durcheinander kommst und hier ich nicht unendlich viele Taktsymbole hier reinpacke. Das macht in meinen Augen das Ganze viel, viel schwieriger. Man muss sich natürlich oft anhören, um das dann verinnerlichen zu können. Das ist generell bei jedem Lied so, dass du lernst. Aber hier ganz besonders. Und deswegen habe ich die Akkorde genau auf den Text platziert. Okay? Dass du es wechseln kannst. Ne? Achtung. Und hier hast du genau gesehen, wie schnell mal die Akkorde wechseln, dass man dann mal länger, also muss dich an der Melodie orientieren. So diese Begleitung, die ist sehr klaviermäßig. Nach rechts und links und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Man kann es zupfen mit 3 Fingern. Aber ich spiele es mehr so wie Eric Clapton. Ne? Zeigefinger, Daumen. Der Fokus ist immer da. Akkord, Bass. Zeigefinger, Akkord, Bass. Wobei der erste auch am Klavier immer beides gedrückt wird. Also Bass und Akkord gleichzeitig. Ba, bam, ba, bam, ba, bam. Und dann hast du diesen Effekt. Du zupfst oder du spielst den Akkord als erstes für die 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beobachte meinen Daumen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, was passiert hier? Ich spiele ja eigentlich immer nur Zeigefinger, Daumen. Also das ist die Regel. Nicht andersrum, sonst kommst du durcheinander. Jetzt spiele ich es einfacher, also nur Zeigefinger und Daumen. So trainierst du das als erstes. Ne? Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger durchs Klavier. Da, bam. Kannst noch einen Chorus draufpacken, dann klingt es noch mehr nach dem Klavier. Okay? Und das ist jetzt erstmal diese Begleitung, die ist ganz wichtig. So im Intro genauso. Gehen wir nochmal durchs Intro und zeige ich euch die Melodie. Und dann, wenn man dann das ein bisschen aufwertet, so Clapton-Style-mäßig, ne, dann zupft man beide Finger auf die 1 gleichzeitig. Siehst du? Und dann kommt sofort wieder der Daumen. Und das irritiert sehr viele, die diese Begleitung üben. Ja? Weil der Fokus, sie denken dann, der Fokus wäre auf den Daumen. Nein, die 1 ist der Zeigefinger. Es wird zwar so gespielt oder so, alle 3 Finger und gezupft, aber die 1 ist der Akkord. Ja, ist ja logisch. Und der Akkord besteht aus den 3 Akkordtönen hier unten. Die kannst du entweder mit dem Finger so nach oben spielen und mit dem Daumen oder zupfen und mit dem Daumen. Also das ist der Akkord. Und dann kommt der Bass. Und zu dem Akkord gehört in dieser Begleitung auch der Bass. Nur, dass wir da klar sind. Also 1 und. Und die und ist der Daumen. 1, 1 und. Und die 1 ist immer der Akkord. So, wenn du das trainierst zu Anfang, lass den Daumen weg, mach einfach nur 1 und. Und dann beginne auf die 1. Und dann hast du 4-mal den Bass. Und es klingt halt, naja, einfach professionell. Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt. So, bevor ich jetzt durch das Lied ganz durchgehe, lernen wir anhand der Tabs, hoppla, da sind sie, lernen wir diese Intro-Melodie, okay? Die ist super süß, ganz einfach. Ich habe sie hier in das PDF reingepackt, habe es ausgetappt, sozusagen einfach in Textform
Und jetzt schauen wir es uns mal an. Ne? Wir beginnen mit einem Hammer-On auf der H-Seite von 10 auf 12. Dann unten die 10 auf der E-Seite und die 12 auf der H-Seite. Das sind die ersten 4 Töne. Die nächsten 3 sind ein Hammer-On von 10 auf 12 auf der E-Seite und wieder zurück auf die 10. Also das ist die erste Melodie. Okay? Schön mit Gefühl, es ist langsam, es ist nicht schnell. Ein bisschen Vibrato auf den einen oder anderen Ton. Dann kommt die zweite Melodie. Du kannst auch spielen 12-12 statt der 8 hier zum Beispiel. Es ist, wie es dir beliebt, was den Fingersatz angeht. Ne? Kannst du auch zum Beispiel spielen. Aber ich habe es mal so ausgetippt, weil ich glaube, vom Gitarristischen ist es ein bisschen logischer. Ne? Also von 12 auf der H-Seite, wir sind jetzt hier, springen wir auf die 8. Dann die 9 auf der G-Seite, wieder die 8 auf der H-Seite, nochmal die 9 und dann von 8 auf 10 ein Hammer-On. Das war die zweite Melodie. Okay, beide zusammen. Dann wiederholt sich die Melodie mit einer leichten Änderung am Schluss, eine Oktave tiefer. Dafür spielen wir die 5 auf der D-Seite, sliden dann von 7 auf die 9, spielen die 7 auf der G-Seite, wieder die 9 auf der D-Seite, machen hier den Hammer-On, 7 auf 9. Und dann 9, 9, 7, 5, 7. So, die letzten Töne sind alle gleich lang. Da, 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 da. Ja, also, keine große Herausforderung, aber man muss es lernen, eine schöne Melodie. Und damit kann man in das Lied hinein leiten. Ich lasse nochmal die Akkorde laufen. Es beginnt direkt mit der Solo-Gitarre. So. Eins, zwei, drei und Desperado. Und dann beginnt die Strophe. Okay? Also das ist die, ich lasse es nochmal kurz eingeblendet, sodass du das lernen kannst. Das ist das Intro, wie ich es spiele, wenn ich es mit der Band spiele. Mit Begleitung. Boah, Hals. Diese Wetteränderungen, ne? Entschuldigung. So, gehen wir wieder hoch und schauen uns jetzt die Begleitung der Strophe an. Desperado. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one. I know that you got your reasons. The things that are pleasing you can hurt you somehow. Und hier haben wir dann den Übergang, wenn es dann in die Strophe Bridge geht. D, 1 und 2 und 3 und 4. Also es wird ein G gespielt, dann gehen wir auf das D mit Fis im Bass nur. Also wir spielen 1 und 2 und 3 und 4 und dann geht es auf E-Moll. Ne? Some can hurt you somehow.
er macht es also am Klavier. Ich habe festgestellt, mal macht es 1 und 2 und 3 und 4. Don't you draw? Und in diesen Akkord D mit Fis hier, am Ende des Refrains, singt er rein schon. Ne? Don't you. Man braucht also diesen D hier. Der D ist ganz wichtig, dass man den Ton trifft. Don't you draw the queen. Und dann geht es auf das E-Moll. Ne? Aber er macht also auch am Klavier einfach nur dreimal das G und einmal als Übergang das D mit Fis im Bass. Hurt you somehow, hurt you somehow. Don't you draw? Ne? 1 und 2 und 3 und 4. Don't you? Also 1 und 2 und 3 und 4. Und nur am Schluss das D mit dem Fis und dann kommt das E-Moll. Don't you draw? Jetzt haben wir dann E in der Strophe, oder nein, wir sagen einfach mal Strophe. Ne? Haben wir dann E-Moll, H-Moll, B-Moll im Englischen, C, if she's able. So, hier geht es schnell aufs G. G, D mit Fis und Bass. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones you can get. So, hier ist wichtig, jetzt, wenn ich das jetzt singe, um diese Tonhöhe zu erreichen, weil Don Henley ist einer der besten Sänger der Welt, dann muss ich laut singen, und das möchte ich jetzt nicht hier. Ne? Ich habe ja das Lied schon gesungen, sondern es geht mehr um die Begleitung heute. Ne? Also wir haben E-Moll, H-Moll, immer der Basston ist sehr wichtig, C-Basston, G1 und 2 und 3, mal checken, beat you if she's able. Na, hier geht er direkt, ne? Hier geht er direkt auf das D mit Fis. Ne? Das klingt dann so, she'll beat you if she's able, you know the queen of, genauso, nochmal. Don't you draw the queen of thunders, she'll beat you if she's able. Queen of hearts is always your best bet. Und hier dauert halt länger, doppelt so lang. Ne? 1 und 2 und 3 und 4. Now, seems to me some fine things have been laid upon your table. A-Moll 7, den greife ich so, A-Moll mit der leeren G-Seite und dann D7 klingen lassen und dann wieder der Refrain. Und jetzt ab hier hast du ja schon jetzt im Grunde genommen das Lied, das war's, ne? Weil es wiederholt sich. Und das ist auch ganz, ganz wichtig bei solchen Liedern. So, jetzt haben wir im Grunde genommen noch 2 Refrains und eine Strophe und jetzt kannst du das Lied schon, was die Begleitung angeht. Ne? Jetzt wiederholt sich das Ganze. Es kommt nichts Neues mehr hinzu. Also, es ist machbar. Und dann singt also hier, das war dann Refrain, Strophe, Bridge. Refrain, Strophe. Und dann wieder. Don't you feet get cold in the winter time? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night time from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Hier ist auch was Interessantes. Hier haben wir dann ein Goes Away, eine Änderung. Wir haben ein C mit dem Bass, das ist einfach nur ein C-Dur-Akkord, wo man im Grunde genommen nur so greift, wie das G7, nur so haben wir jetzt ein C-Dur, so und dann D7. Und das ist nur ein Übergangsakkord, also der wird am Keyboard noch, zack, einmal kurz reingespielt und das war's. Ne? Ain't it funny how the feeling goes away? Achtung. Und das war's. Ne? Und das ist halt das, was man dann in der Begleitung am Klavier ganz leicht können die das machen.
Und bei uns, wir müssen aufpassen, ne? Der macht dann einfach nur Bam, 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 geht auf den nächsten Akkord. Für ihn ist es kein großes Ding. Ne? Und natürlich kommt dann wieder der Refrain, Finale. Desperado, why don't you come to your senses? Down from your fences and open the gate. It may be raining. Hier hat man so einen schönen Stopp im Lied. Raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Dann singt er ein Megachor, Eagles typisch. Let somebody love you. Better let somebody love you before it's too late. Und dann kannst du noch spielen. Zum Beispiel so als Abschlussmelodie den zweiten Teil mit der Endung. Du endest dann auf dem G hier. Beispielsweise kannst du improvisieren. Ne? Kannst du den zweiten Teil des Intros nehmen und damit das Lied ausklingen lassen. Das war auch schon Desperado. Also es ist oft so, wenn man so ein Lied sich anschaut, ne? Und dann stellt man fest, oh Gott, so viele Akkorde und dabei ist es ja, sind es alles Grundakkorde bis auf, was haben wir jetzt, einen Barré drin. Ich habe es also so vereinfacht mit zwei Barrés, C-Moll und ein B-Moll und ein H-Moll. Und das ist ein verschobener A-Moll, nicht schwer, kannst auch so greifen, klingt wunderbar. Ne? Und eine schöne Melodie in der E-Moll bzw. in der G-Dur-Pentatonik. Ne? Also was will man denn mehr von so einem Lied? Herrlich. Ne? Und dann stellt man fest, man guckt da drauf und denkt sich, so, ich weiß ja, wie die Psychologie meistens ist, um Gott, oh, so viele Akkorde. Ja, es ist halt nicht, lerne 1000 Lieder in 3 Minuten, weil der Bullshit hinter dran ist, es gibt halt 1000 Lieder mit 3 Akkorden. Ne? Und das sondern hier hast du dann ja mal 10 Akkorde, aber wenn du da drauf guckst, den G7, den brauchst du nicht so greifen hier als Barré, sondern einfach nur, wie ich ihn dir gezeigt habe, hier unten so. Ganz easy. Ne? Und das sind unsere Griffe. G-Dur in der Gitarrenversion. G7, wobei den spielst du immer von der D-Seite mit nur einem Finger hier auf dem F. C, C-Moll, E-Moll 7, kannst du so greifen, A7, D, mal ein D mit dem Fies im Bass. Ich mache es mit dem Daumen. Es ist nicht so schwer. Ne? Wenn es nicht geht, dann kannst du auch so greifen. So, das ist eine Weile. Die dauert aber ein bisschen länger, bis man die hinbekommt. Ich glaube, diese hier mit ein bisschen das Handgelenk hochbringen, dann klappt es. Ein E-Moll, ein H-Moll, ein A-Moll 7, ein D7 und der H7 oder B7 im Englischen. Das sind die Akkorde. Ne? Jetzt gucken wir nochmal ganz langsam den finalen Refrain, gemütlich. Desperado. C-Moll. Come down from your fences and open the gate. It may be raining, raining. Somebody love you. Chord. Let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late. So 2 und 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, ich habe ja oft und ich werde oft gefragt, wie ich so begleite, und das ist bei mir auch ganz interessant. Herzlichen Dank für die Spende. Vielen Dank, Bernie. Kommt gut.
Ja. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ah ja, super, sehr super Song. Überhaupt kein schweres Picking. Redet euch, Bernd, redet euch das nicht ein. Ne? Es ist nur ein bisschen, bis man die Koordination hinbekommt. Ne? Nicht, redet euch das nicht ein, dass das so schwer ist. Es ist nicht so schwer, wie du denkst. Ein bisschen mal, ne? Mut fassen, dranbleiben, mal ein paar Tage investieren und dann das mal lernen. Denn wenn du einmal, ne, das Wichtigste in der Begleitung bei dem Song, lieber Bernd, ist, dass du das lernst, dieses 1 und 2. Finger hoch auf die unteren 3 Seiten und Daumen auf die Bassnote. Ne? Nehmen wir mal einen C-Dur-Akkord. Oder G-Dur. 1 und 2 und 3 und 4 und dann machst du einfach auf die 1 so 1 und dann kommt der Daumen und 2 und 3 und 4 und dann hast du 4-mal den Bass und das klingt einfach schön. Ne? Aber bevor du das machst, einfach nur immer Zeigefinger, Daumen. Immer Zeigefinger, Daumen. So beginnt ihr das. Und wenn das mal funktioniert, dann könnt ihr die andere Variante auch bringen. Es ist nicht schwer und es belohnt euch. Ne? Du kannst alles Mögliche damit spielen. Alle Balladen von Eric Clapton zum Beispiel kannst du begleiten. Alle Klavierstücke von Elton John mit dieser Technik. Heinsberger, genau das Platzieren des Textes auf der Akkorde ist ein Riesenproblem. Also, ja, das braucht seine Zeit, aber deswegen habe ich die Akkorde ja auf den Text platziert. Und das hilft wahnsinnig, wenn man das Lied im Ohr hat. Also der Schlüssel ist, man muss sich die Lieder anhören. Ne? Man muss sich die Lieder anhören. Und das ist ja selten so, dass man so Klavierstücke auf der Gitarre spielen. Die Gitarrenstücke, die sind nicht so typisch Klavier und die sind meistens 4. Ne? Die sind meistens gerade. Bam, 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 und da ist es dann einfacher. Ne? Da musst du nicht unbedingt so auf das achten. Ne? Hallo Sigmund, bin das erste Mal dabei. Alle, die zum ersten Mal dabei sind, ne, viel Freude wünsche ich euch. Ja, viel Spaß. Michael Krause, Glas allein das mit dem Daumen und Zeigefinger, redet meinen Dank. Andersrum kannst du nicht spielen, denn wenn ihr das andersrum spielt, dann macht ihr eine Polka draus. Ne? Andersrum gibt es nur Volksmusik, die du damit begleiten kannst, aber keine echten Klavierstücke oder Balladen. Also Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen. Hotel California, ja. Jetzt machen wir erstmal das hier und dann. Hotel California gibt es 1.500.000 Tutorials da draußen. Hallo, liebe Grüße aus der Ortenau Willenton. Super. G mit 3 Fingern halten. Muss man G mit 3 Fingern halten. Aber den G-Dur kannst du so greifen, also mit den 4 Fingern oder so. Ja, das ist so mehr mit 4 Fingern ist mehr so die moderne Version des G-Dur-Akkordes. Das hat sich so eingebürgert. Aber auch super gut dann, siehst du, kannst den Finger liegen lassen, kannst wunderbar auf das D wechseln. Ja, gehen wir mal hier in die Aufnahme rein. Dann kannst du super, ja, von dem G auf das D und auch von dem G hier, von dem klassischen G mit 3 Fingern. Da musst du dann, wenn du auf D gehst, und das ist sehr oft der Fall, musst du dann den Finger auch hochbringen. Aber guck mal, von dem G mit 4 Fingern auf das G so wechseln, ist super easy. So, jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen noch meine Art der Begleitung. Gehe in den Song rein und dann geht es noch an die Klavierakkorde für die Fortgeschrittenen unter euch. Desperado. So, jetzt schalte ich noch einen Chorus dazu. Hört ihr das? Klingt schön voll, ne? Und jetzt, ich habe ja immer mein Plektrum hier. Ich werde immer gefragt, Horst, was du dein Plektrum? Ich habe es immer im Mittelfinger hier drin. Und das hat eine Weile gedauert, mich daran zu gewöhnen. Ich kann also auch, obwohl das Plektrum hier drin ist, manche halten es so zwischen den beiden Fingern, Joe Bonamassa zum Beispiel, ne? Und ich halte es hier in der Beuge meines Mittelfingers und kann es von hier super, ich gehe mal super schnell, wirklich, guck mal hier. Siehst du? Guck. Daumen, Zeigefinger,
langsam. Und hier, ich bringe sie hier rüber. Aber das ist so eine Übung, ich kann sie mit jedem Finger machen, auch nach hinten. Ne? Das dauert halt ein paar Tage, das ist so mein kleiner Taschenspielertrick. Und von hier aus kann ich dann mit dem Daumen, Zeigefinger wunderbar zupfen. Ich kann aber auch alle 3 Finger zum Zupfen verwenden. Ich könnte theoretisch sogar ein Picking-Muster picken. Und kann aber ganz schnell wechseln aufs Plektrum. Ne? Und wie sich das auswirkt, das kannst du jetzt mal beobachten. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Well, you were a hard one. I know that you got your reasons. The things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamond boys, she'll beat you if she's able. So ein bisschen hochscrollen. You know the queen of hearts is always your best friend. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones you can get. Desperado, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. Oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you forget cold in the winter time. Und so, das ist die Mischung an, ich nenne sie einfach mal jetzt Horst Keller Begleitung. Das ist absolut meine Art, Lieder zu begleiten. Ich würde nicht sagen, dass ich es erfunden habe, aber diese Mischung aus in der Klaviertechnik, der Fingerstyle-Technik und dann dem nahtlosen Übergang auf das Plektrum. Maybe raining. Da kannst du genau meine rechte Hand beobachten, was ich mache. So rainbow above you, then let somebody. So der Grund war, wenn ich singe und dann ist die Dynamik sehr, sehr hoch, mal laut, mal leise. Und ich will mit der Dynamik der Gitarre meine Stimme voll unterstützen. Ich habe festgestellt, wenn ich es nur mit dem Finger zupfe, habe ich keine Chance, diese Power, die ich da teilweise bringe, dann mit den Fingern rauszuholen. Deswegen das Plektrum ist dein erster Verstärker auf der Gitarre und macht die akustische Gitarre um 2- bis 3-mal so laut, ne, wenn du richtig reinhaust. Und das erzeugt wesentlich mehr Emotion, wie wenn du nur mit den Fingern zupfst. Oder nur mit dem Plektrum. Wenn du nur mit dem Plektrum spielst, hast du wieder die Schwierigkeit, auch mal ganz leise zu sein. Ne? Also vielleicht kann ich euch ermuntern, mein Steckenpferd hier auszuprobieren, wo ihr das Plektrum parken könnt auf einem der Finger und zumindest mal die Daumen-Zeigefinger-Technik ausprobieren und dann das Plektrum wieder nach vorne holen. Ne? Also ich zeige es euch wirklich im Detail, wie ich das mache. Ne? Hier. Übrigens immer ganz entspannt. Ne? Daumen drauf und rüberschieben auf den Zeigefinger. Zurück,
vor, zurück. Ne? Und das geht in Sekundenbruchteilen, wenn man das so wie ich schon so lange spielt, sieht es jetzt so easy aus. Ne? Aber das hat Übung gebraucht. Und ich habe in meiner Schulzeit, während dem Unterricht immer wieder auch im Plektrum so gespielt. Und wenn du abends mal ein paar Filme oder Episoden anguckst, da erzeugst du keine Geräusche und kannst einfach mal diesen Trick hier, Plektrum halten, unter die Finger parken, einfach üben und dann kannst du das irgendwann. Und es wird dein Spiel unglaublich bereichern. Okay, jetzt gucken wir nochmal in den Chat rein. Peter, ich habe hier ein 1 mm Plektrum von VPIC, siehst du? Also das ist jetzt dünn. Ich gehe kaum. Ich habe zwar noch eins mit eins auf von VPIC mit 1,5, aber das ist mehr so für harte Sachen, so Rebel Yell und so Zeug. Und das 1 mm gibt mir ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, es klingt bluesiger. Und das klingt mittiger. Und auf den Bässen klingt das dünne, also das 1 mm. Und das klingt. Das ist interessant, ne? Hört mal zu, was ich euch jetzt verrate, ne? Pass mal auf, ne? Ist es nicht interessant? Man könnte ja denken, das Plektrum mit 1,5 mm würde ja voluminöser und dicker klingen auf den Bassseiten. Na, ist nicht der Fall. Ja? Und das 1 mm Plektrum würde vielleicht dünner klingen auf den Bassseiten. No. Achtet mal drauf. Ich spiele jetzt auf den Bassseiten 1,5 mm. Und jetzt 1 mm. Es klingt überhaupt nicht dünner. Es hat den Volumen, hat aber noch ein paar Höhen. Es gibt also dem. Hört ihr das? Und dann das Dickere. Das Dickere klingt einfach viel geschliffener und gibt mir einen mittigen Sound. So, wenn ich jetzt Rockgitarre spielen will mit der hier, mit der akustischen, dann nehme ich das 1,5 mm Plektrum und spiele dann, ich schalte mal jetzt einen Chorus aus, das passt nicht so ganz zu Rock, und spiele dann zum Beispiel ja. Und hier habe ich den richtigen Singer-Song-Sound durch das dünnere Plektrum. Dann, also achtet auf die Dicke und wie bei manchen Liedern nehme ich das hier, weil ich will, dass es mittiger klingt vom Klang her. Aber meistens spiele ich die 1 mm Dicke, weil es crisper, also ein bisschen mehr Präsenz in den Höhen gibt und unten den Bass nicht zumulmt. Ja? Also 1 mm VPIC. Ein klares VPIC Medium eignet sich auch gut für Nylon Strings. Ja, dieses hier, das 1,5 mm ist, das sehr mittig ist, hat es einen sehr guten Ton bei den Nylon Strings. Tanzband Smile, das stimmt völlig. Mhm. Ja, herzlichen Dank, ihr Lieben. Danke für eure Komplimente. Vielen Dank. Freut mich sehr. Ich bin aber noch nicht fertig. Ne? Das ist ja eine ganze Stunde heute. Und ich möchte euch aus ganzem Herzen auch noch für alle, die ein bisschen fortgeschritten sind und Lust drauf haben, das auszuprobieren, die Keyboard-Akkorde ans Herz legen. Und dazu habe ich nochmal alles vorbereitet. Man soll ja nicht sagen, dass der Horst euch nicht alles gibt. Ne? Alles packen wir rein. Und ich möchte euch jetzt ein paar Akkorde mehr zeigen. Ich gehe jetzt, scroll mal hier runter, dass ihr die sehen könnt. Da sind jetzt zusätzlich noch ein paar echte Highlights für die Fortgeschrittenen unter euch. Und die könnt ihr alle ausprobieren. Hier habt alle Keyboard-Akkorde hier. Achtet mal drauf.
Es sind also wirklich hier insgesamt 21 Akkorde und die klingen alle Sahne. Na, da kommen jetzt ein paar hinzu, wie jetzt das C-Moll 6 und das ist dann dieser Akkord, der eigentlich immer wieder nach dem C kommt, statt dem C-Moll, der ist gut, der klingt gut, aber der hier, ne, der klingt perfekt. Und ich zeige euch die Exoten mal und dann gehen wir mal durch den Song schnell nochmal durch mit den gehobeneren Akkorden. Achtet mal hier drauf. Also G, klar, mit 3 Fingern, unser G7, aber ihr seht, wenn die Saiten hier so ein bisschen geriffelt sind, dann sind das zeigt an, dass die Bassseiten sind. Und wenn ein X oben drüber ist, dann ist das hier eine Seite, die du nicht spielen solltest. Ne? Also G7, C, C-Moll 6. Ah, ich liebe diesen Akkord. Schaut mal. Das ist der hier. Rest ist Standardware. Dann haben wir hier ein G, 1 unten, 2. Achtet mal auf diesen Griff hier. Das ist ein Fingerbrecher. Klingt der nicht toll? Das ist dieser G9. Der kommt vor, aber der kommt im Lied, taucht auf, aber komfortabel ist er nicht zu spielen. Ne? Klavierakkorde, die haben es schon mal in sich. Dann, ja klar, D im zweiten Bund mit Fis im Bass. Das ist dann statt so, klingt aber genauso. Ne? B-Moll 7 so gespielt. Ein G hier so mit dem Fis. A-Moll 7 mit dem D im Bass. D-Moll 7 mit dem G im Bass. Und dann ein B-Moll. Fis-Dur. Ich glaube, der ist. Mal gucken, ob der überhaupt auftaucht. Vielleicht ist mir der nur reingerutscht. A-Moll 7, D-Moll 7 und dann ein G, ein einfaches G mit dem B im Bass. Und ein Dis, so gespielt hier. Und dann Finalakkord. Jetzt gucken wir uns mal ins Lied rein. Ne? Der statt im C-Moll. Dann der G9, den ich euch vorhin gezeigt habe, aber den sparen wir uns jetzt einfach an der Stelle und spielen einfach nur das hier. Dann C, C-Moll 6. Should come to your senses. You've been out riding fences for so long now. Well, you were a hard one. I knew that you got your reasons. Und ihr hört jetzt, ja, und das muss ich euch sagen, ihr hört, dass die Akkorde, die ich gitarristisch verwendet habe, besser passen zu unserer Gitarre und zu unserer Stimme, das C-Moll, wie die Akkorde, die das Klavier spielt. Ne? Nicht jeder Akkord vom Klavier ist machbar. Okay? Und harmonisch gesehen sind hier Übergänge, die funktionieren am Klavier wunderbar, aber nicht unbedingt the things that are pleasing you can hurt you somehow. Nicht unbedingt mit der Gitarre. Ne? Lass mal ein Beispiel hier suchen. Wo hatte ich das? Hier. Na, hier, schaut mal hier. Hier, was er hier macht. Von C über H-Moll auf A-Moll, wie das dann klingt. Also ich mache jetzt mal diesen Refrain mit den typischen Klavierakkorden. Desperado. Klingt geil. Oh, you ain't getting no younger. Habt ihr das gehört? Ich mach den Chorus noch rein. Mich begeistert das trotzdem. Ich hoffe, man sieht es. Ne? Achtet mal drauf. Ich spiele jetzt mal beide Versionen. Lass mich das mal machen.
Das ist jetzt wirklich nur just for fun für euch, okay? So. Da ist der Refrain. Das ist der letzte, lass mal kurz gucken. Nee, noch nicht. Also nehmen wir den mit. Your Prison is Walking. Nehmen wir den hier. Gitarre. Und schaut auf Klavier. Boom. Ja? Und jetzt achtet mal drauf. Achtet drauf auf den Gesang. Klavierakkorde, wie das klingt. Ganz anders. Desperado. Oh, you ain't getting no younger. Your pain and your pain and your hunger, they're driving you home. Oh, freedom, oh, freedom. Well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Also größte Änderung, dass das Klavier hier einführt, ist das hier. Das H-Moll mit dem A-Moll, hört mal. Klingt wunderschön, ja? Klingt wunderschön, aber wir spielen in unserer Version ein C-Moll. Mal hören. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger. Oh, achtet drauf. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger. Na, beide Varianten haben ihre Berechtigung. Die ist ein bisschen schwieriger. Sehr klaviermäßig, sehr, sehr schön. Und ich wollte es euch nur zeigen, dass ihr das mal hört. Und ich stelle allen Unterstützern und meinen Patreons natürlich beide Varianten zur Verfügung, sodass ihr beide ausprobieren könnt. Es lohnt sich auch, so eine Variante zu spielen. Oh, Freedom! Gerade der D-Moll 7 mit dem G-Bass. Oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison. Und ein H7 mit dem Fiss im Bass. Is walking through this world all alone. Ansonsten habe ich keine großen Veränderungen drin. Also statt dem C-Moll-Akkord haben wir einen wunderschönen Klavierübergang. Wir haben einen D-Moll 7 mit dem G-Bass. Es klingt anders wie unser, ja genau hin, G7 mit dem Bass, D-Moll 7 mit G-Bass. Ich hoffe, es gefällt euch. Ne? Und hier gibt es dann die ganzen Akkorde noch dazu als Geschenk von mir. Der Fiss ist hier, jetzt müssen wir mal gucken, ob der überhaupt auch auftaucht. So. Nee, der taucht nicht auf hier. Den muss ich noch rauskicken. So. Das sollte es jetzt gewesen sein. Am Ende des Songs spiele ich noch den zweiten oktavierten Teil. Mit so einem schönen Ende. Ne? Auf die, nachdem die Akkorde gespielt sind. C und C-Moll und G. Und dann. Beispielsweise. Na, da kannst du auch was improvisieren. Wichtig ist, auf dem G hier zu landen. So, das sollte es für heute gewesen sein. Die Stunde ist durch, ist voll. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Es lohnt sich immer wieder etwas in einer Klavierstilistik mal auf der Gitarre zu lernen. Ne? Eagles. Ja, natürlich gibt es so wahnsinnige Gitarrensongs. Und ich sage es nochmal, die Begleitung ist leichter, wie sich der ein oder andere hier vorstellt. Wenn das einmal drin ist, Zeigefinger, Daumen, dann geht das wunderbar. Cool. Ja.
Ja, natürlich mache ich euch Mut. Also ganz, ganz wichtig. Ja, ich meine, ich weiß, ich kann mir genau vorstellen, wenn man sich das anguckt. So, es gibt mehrere psychologische Komponenten, die einen abhalten von bestimmten Fähigkeiten. Und eine der psychologischen Komponenten ist, dass wir heute, in der heutigen Zeit, es so perfekt serviert bekommen von den Leuten, die das ihr Leben lang gespielt haben. Ne? Und das ist ja viel, viel detaillierter mit den ganzen Nahaufnahmen, direkten Kameraperspektiven, endlos abrufen. Ne? Wie der Unterricht, den ich hatte. Ich war bei meinem Gitarrenlehrer und habe versucht, in der Stunde so viel wie möglich mitzunehmen. Meistens waren es ein, zwei Dinge und die habe ich dann Wochen, Monate lang geübt. Ja? Und dieses weniger mehr war auch sehr, 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 sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Ja? In der heutigen Zeit hast du die Schwierigkeit, es ist so wahnsinnig viel da und den größten Fehler, den alle machen, ist, dass sie dauernd hin und her springen. Na, nur weil ich jetzt zwei Dinge jede Woche hier produziere, zwei einstündige Lernvideos, bedeutet das nicht, dass du das innerhalb von einer Woche lernen solltest oder kannst. Wenn du 6 Lieder in der Qualität pro Jahr lernst, dann hast du nach 3, 4 Jahren ein echtes, starkes Repertoire an Liedern, die du jederzeit spielen kannst. Das ist der Sinn von dem Lernen von Songs. Und dann natürlich hast du noch sehr, sehr viele Lieder, die mit 3, 4 Akkorden auskommen und die wirst du dann einfach ohne zu üben einfach spielen können, wenn du solche Lieder trainiert hast. Also dieses ähm, Ablenken, oh, das muss ich noch lernen und ich habe ja das hier noch in meiner Playlist. Das ist alles überhaupt das größte Problem heute. Ne? Die Menge an Material und dann das Verzetteln. Und man denkt, ich muss das alles noch lernen, ich muss doch Gitarre spielen können, mindestens wie dieser eine Superstar oder dieser Jazzgitarrist oder was. Nein, du musst gar nichts. Du musst morgen nur einen Tick besser sein, wie du gestern warst. Das ist alles. Und auch das wird nicht immer klappen. Manchmal übt man wochenlang und macht gefühlt gar keinen Fortschritt. Das ist etwas Typisches für Instrumente. Aber der dann dran bleibt und weitermacht, macht einen Sprung in seiner Entwicklung. Und das ist das, was viele nicht verstehen, ist, dass das Lernen nicht linear ist. Es ist immer sprungweise in Treppen. Und du musst von Treppe zu Treppe geduldig bleiben, dich nicht unter Druck setzen und entspannt üben. Und das Allerwichtigste ist, wenige Dinge oft wiederholen. So ein Song-Tutorial und das dann oft wiederholen. Oft, bis es sitzt. Nicht, wenn es nicht funktioniert. Sofort auf Lieder springen mit 3 Akkorde. Die bringen nix, null, sind Bullshit, Geldmacherei, Abzocke, Quatsch mit Soße. Das ist nix. Das ist nur gemacht worden, die Four-Chord-Songs, ne? Grundton, Quarte, Quinte und Sechste. Die werden nur verwendet, um die Leute einzulullen, dass diese einfache, primitive Musik irgendwas ist. Es ist wie wenn du jeden Tag dir Burger reinziehen würdest. Am Ende wirst du sehen, wo dein Geschmackssinn sich hin entwickelt hat und wo dein Körper sich hin bewegt. Und so ist es, wenn du jeden Tag dir 4 Akkordlieder anhörst. Da kann sich dein Geist nicht weiterentwickeln, dein Gehör nicht. Das ist einfach nur, das ist am Ende sinnlos. Ne? Sinnlos. Also du arbeitest dir mal so einen Song mit 10 Akkorden und der nächste ist viel, viel leichter. Das ist genau das, was du machen solltest. Okay? So, ihr Lieben, das zur Motivation. Und jetzt ran an die Gitarre und mal die nächsten 3 Wochen jeden Tag üben. Mal ran und Spaß haben. Ja. Und freu dich über jeden Klang, den du auf dem Instrument erzeugen kannst. Übe langsam, geduldig, setz dich nicht unter Druck. Setz dich nicht unter Druck.
übe immer entspannt. Wenn du hier Schmerzen hast in deinen Händen, dann verwendest du zu viel Kraft. Übe entspannt, wiederhole oft, übe wenige Dinge, aber die wiederhole sie sehr, sehr oft. Das ist das Geheimnis, das ist der Schlüssel für dein Können. Okay? Ihr Lieben, das war's für heute. Das war einer meiner Lieblingssongs übrigens. Don Henley singt den Song unfassbar gut. Niemand singt den so gut wie er. Ich liebe ihn dafür, genau wie Freddie von Queen. Niemand kann so singen, oder ganz, ganz wenige Menschen. Es ist unglaublich schön und das wünsche ich euch auch mit diesem Lied. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Am Dienstag mache ich wieder die klassische Frage-Antwort-Runde im neuen Monat und am Donnerstag habe ich auch noch etwas Cooles für euch parat. Ich freue mich sehr, euch wieder nächste Woche live begrüßen zu dürfen. Und ja, ihr freut euch heute Abend. Ich werde diese Songs ab Mai, also ein bisschen reduzieren. Das heißt, ich höre nicht auf damit, aber ich werde jetzt nicht mehr an jedem Abend euch mit Liedern beglücken, denn die Quarantänemaßnahmen, die werden ja so langsam zurückgefahren. Ne? Es wird alles ein bisschen offener, die Menschen können wieder zur Arbeit, sie können wieder raus. Und ich werde ab Mai, also sprich ab morgen, ja, an den Tagen, wo ich nicht live war, für euch singen und einige Lieder und auch für euch performen, okay? Also es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel sein jeden Abend, aber da es euch Freude bereitet, werde ich das noch einige Male machen. Also ihr Lieben, das sollte es erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao und ja, bevor du gehst, würde ich mich natürlich noch freuen, aber ihr habt das ja wahrscheinlich alle schon gemacht, wenn du die Glocke läutest, sodass du informiert bist, wenn ich wieder online bin. Und ein Abo wäre auch sehr toll, weil dann bekommst du garantiert mit, wann ich wieder live bin. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.